Hallo, ganz spontan mache ich noch einen Film für euch. Und ja, ich habe nämlich gestern diesen Stern hier geleimt. Ich habe hier alle Werkzeuge noch liegen. In meinem Atelier sieht es noch sehr chaotisch aus. Ich finde mich hier noch nicht zurecht, ehrlich gesagt. Und ja, aber ich hatte diesen Stern gesehen und da dachte ich so, ach, diese Maserung, diese Linien finde ich toll und ich will das einfach nur ausprobieren heute. Also ich will nur sehen, wie funktioniert das, wenn ich hier einen Abklatsch mache. Und ja, das möchte ich heute machen. Ja, ich merke das. Ich bin sehr unkonzentriert. Es ist alles neu. Es liegt nichts an seinem Platz. Ja, es macht mir bestimmt trotzdem Spaß. Bin aber sehr neugierig und sehr gespannt, wie das funktioniert auf Leinwand. Denn normalerweise würde ich das jetzt natürlich auf Papier machen. Das funktioniert auf Papier ja wunderbar. Aber wie mache ich das jetzt auf Leinwand? Außerdem kann ich gleich sehen, wie der Stern in Schwarz aussieht. Das würde nämlich auch ganz gut zu der Deko passen, mit roten Kugeln. Und dann könnte ich den ja theoretisch von einer Seite in Schwarz hinstellen, von der anderen Seite in den Naturfarben, im Holz. Das macht ja auch schon wieder Spaß. Also normalerweise würde ich den Abklatsch jetzt auf Papier machen und ich habe mein Papier noch nicht gefunden. Es ist irgendwo in diesen der vielen Kartons, die noch nicht ausgepackt sind. Und ja, jetzt will ich mal sehen, wie ich das auf Leinwand machen kann. Ich probiere ja immer wieder gerne aus und mir geht es jetzt noch nicht mal um ein weihnachtliches Motiv, sondern ich finde so einen Stern auch oder auch einen Abklatsch eben auch in der modernen Malerei sehr interessant, attraktiv. Den Stern als solches ja, stelle ich mir im Pop-Bereich total gut vor. Da gibt es ja auch einige im amerikanischen Bereich mit ganz, ganz vielen Sternen. Ich habe hier diese Rollen, das sind Walzen, nennt man das. Das sind so Gummiwalzen, die nennt man für einen Holzschnitt, zum Beispiel, wenn du einen Druck machen möchtest. Jetzt müsste ich den mittig, aber hier ist ja dieser Steg von dem Keilrahmen. Das passt nicht, Gott, ist verrutscht. Ja, so ist das. Ah, okay. Ach, guck mal, ist doch ganz schön. Hatte irgendwie was Dreidimensionales. Und ja, du kannst natürlich auch einfach aus Pappe einen Stern schneiden und den abdrucken. Der sieht wahrscheinlich genauso aus. Ja, du musst die Farbe halt recht nass machen. Wenn die trocken ist, funktioniert es nicht gut. Und wenn du das eben von oben dann raufdrückst, geht es auch schlecht, weil da eben der Keilrahmen ist. Mir hier vorsichtshalber noch ein Grün angemischt, weil ich dachte, na, wer weiß, vielleicht will ich doch noch ein bisschen malen. Und diese Momente genießen, das mag ich so sehr. Einfach rauf da, auch das könnte man jetzt so schon wieder lassen, also mit ein paar Klecksen drauf. Aber ich will ein bisschen rummanschen. Mich interessiert es heute nicht, was am Ende dabei rauskommt. Tut mir leid. Ich will einfach nur ein bisschen den Kopf frei kriegen, ein bisschen ja, Farbe verarbeiten. Und das Ergebnis interessiert mich heute tatsächlich dann reichlich wenig. Also ihr müsst heute damit klarkommen, ein bisschen Technik zu machen, ein bisschen auszuprobieren und ja, ein bisschen Spaß haben. Jetzt wische ich hier, oh, ich merke, die Unterlage ist sehr ungeeignet, die ist neu und glatt, das passt nicht. Da gibt es so Gummimatten auch, wie du deinen Tisch schonen kannst und dass die Leinwand halt nicht so rutschig über den Tisch rutscht. Da stelle ich dir mal einen Link unter das Video, das habe ich schon mal gesehen, das wollte ich schon bestellen. Der Stern verschwindet jetzt, aber das macht nichts. Also wenn du den stehen lassen möchtest, trockne die Leinwand vorher unbedingt und dann kannst du ihn auch wieder sichtbar machen. Das nächste, was ich ausprobieren möchte, ist diese kleine Backform.
Die habe ich eh doppelt und dreifach und damit möchte ich jetzt sehen, ob ich hier ein Muster raufbringen kann. Funktioniert das? Ja. Also schön in die nasse Farbe rein und dann kannst du so einen Abklatsch machen. Schau mal, da kommt sogar ein voller Stern. Ja, ja, super. Das funktioniert. Also mehr Farbe und du hast einen ganzen Stern fast. Nicht ganz, aber fast. Das ist gut. Macht Spaß. Wie Plätzchen backen, ne? So, ich tausche noch schnell hier die Unterlage. Das ist viel besser. Jetzt rutscht es nicht. Das andere war nicht zu gebrauchen. Hatte ich gerade überlegt, jetzt habe ich ja eh die Walze gerade hier und da dachte ich, ach komm, guck noch mal, was die für Muster macht. Denn du kannst das natürlich auch prima nutzen, um so tolle Effekte auch auf die Leinwand zu bringen mit der Farbe. Grün auf Grün sieht man nicht wirklich gut. Ich gucke mal, ich habe ja noch so ein Rot. Sollte man das jetzt sehen, aber die Farbe ist sehr flüssig, da kommen dann nicht so viele Strukturen, also die sollte ein bisschen klebriger sein, nicht so eine Gießfarbe, sondern eher so eine Streichfarbe, aber hier unten sieht man es ein bisschen, kannst sie auch gut hier so rüberschieben damit, mit der Walze und dabei tolle Linien entstehen lassen. Tolle Abstufung, also du kannst damit wieder wunderbar experimentieren. Also versuch das einfach mal. Ich habe es jetzt nicht geföhnt. Ich habe nebenbei noch meine Regale weiter eingeräumt und umgeräumt. Und ja, jetzt male ich hier noch mal ein bisschen weiter, experimentiere ein bisschen rum. Also du kannst auch gut eine alte Leinwand benutzen, um dir den Freiraum zu geben, ja, die Sachen einfach auch mal auszuprobieren. So wie ich jetzt. Ich manche hier jetzt einfach nur noch rum, will ein bisschen Spaß haben, will ein bisschen Farben sehen, Neues entdecken, ja, ausprobieren. Und das gehört eben auch mit zur Malerei. Also mach einfach und hab viel Spaß dabei. Neues entdecken, Dinge zuzulassen, ja, zu experimentieren. Das ist heute ganz vielseitig passiert, denn ich habe mich erstmal nur an diesen Raum versucht zu gewöhnen, zu gucken, was passiert da jetzt, wie kann ich hier überhaupt drin arbeiten. Und habe dabei natürlich gleich wieder neue Dinge ausprobiert. Das Ergebnis ist mir jetzt total egal. Und ja, ich habe ein bisschen Spaß gehabt. So, komm mal mit. Jetzt zeige ich dir nochmal den anderen Raum. Hier gibt es noch ein paar mehr. Hier gehen wir, hallo, hier gehen wir in den Raum, wo ich mit meinen lieben Teilnehmern immer so gerne arbeite. Ich freue mich, dass sie wieder da sind und wir hier schon die Kurse gestartet haben.
Ich freue mich, dass du mich begleitest, dass du auch wieder hier bei mir bist und wir hier zusammen einfach die Zeit verbringen. Das macht mir sehr, sehr viel Freude. Und ja, jetzt in den neuen Räumlichkeiten ist es halt was ganz anderes wieder. Ich muss mich selber erst wieder dran gewöhnen und ja, ein bisschen mich nicht so fremd fühlen. Und so ist es ja manchmal auch in der Malerei, gerade wenn man neu ist, dann fühlt man sich fremd in der Materie, man kennt nichts und weiß überhaupt nicht, wie man sich darüber bewegen soll und ausdrücken kann und was es überhaupt alles mit sich bringt. Und deswegen ist so rumexperimentieren das Beste, was du machen kannst. Nimm einfach das, was du da hast, und dazu steht natürlich auch einiges in meinem Buch. Also fang einfach an, mach einfach und genieße die Freiheit in der Malerei. Und ja, eine schöne Weihnachtszeit. Danke für dein Like und danke für dein Abo. Danke für deinen lieben Kommentar. Tschüss.